mal hier, das ist ein Nicht-Steam-Machine-PC mit SteamOS, also dem offiziellen Linux von Valve, den Machern von Steam und der Steam Machine. Ja, und ich werde das Wort Steam in diesem Video wahrscheinlich noch ein-, zweimal öfter verwenden. Also, ich habe SteamOS auf diesem PC hier installiert und das Ding funktioniert genauso geschmeidig wie eine echte Steam Machine. Man kann SteamOS nämlich jetzt ganz offiziell, ganz ohne Frickeln, auf allen PCs und Handhelds mit AMD-Grafik installieren. Seit SteamOS Version 3.8, die letzten Monat rausgekommen ist. Und ja, das ging auch vorher schon, aber geht irgendwie so mit Fummelei und wird von Valve offiziell unterstützt. Das ist halt schon ein Unterschied. Und ich muss sagen, nach meinem Test hier verstehe ich zum ersten Mal, warum viele von euch SteamOS so abfeiern. Und warum Linus Tech Tips die Steam Machine und vor allem SteamOS als normales PC-Betriebssystem zum Arbeiten empfohlen hat. Spoiler, ja, ich habe mit SteamOS sogar mehr FPS in Cyberpunk 2077 gemessen als auf dem gleichen System unter Windows. Und nein, das ist nicht der Grund, warum ich SteamOS für die Zukunft des PCs für extrem wichtig halte. Bleibt dran. Liebe Hackerin, liebe Internetserver, herzlich willkommen hier bei Gut, aber was ist, wenn ich hier jetzt fröhlich mit SteamOS rumspiele und plötzlich der Strom ausfällt? Ja, dann glotzt man entweder in die Röhre oder man hilft sich mit den Produkten von Bluetti aus, die sponsern dieses Video. Mit One-for-All Power Stations wie dem Apex 300 mit 2764 Wattstunden Kapazität lässt sich jedes haushaltsübliche Device mit Strom versorgen und das überall unterwegs im Wald oder auch zu Hause, eben falls der Strom ausfällt. Die Apex 300 Power Station hat laut Bluetti 2,5 mal längere AC Standby-Zeit als der Durchschnitt und damit 40% längere Ausdauer. Das entspricht je nach Gerät ungefähr einen Tag extra Laufzeit für einen Kühlschrank. Außerdem lässt sich der Apex 300 mit externen Akkus wie dem B300K, B300 oder B300S auf bis zu 58 Kilowattstunden erweitern und bekommt over-the-air regelmäßige Firmware-Updates. Falls das was für euch ist, gibt es mit dem Code BLUETTI3003 über den Link in der Beschreibung 5% Rabatt. Werbung Ende. So, ganz ehrlich, ihr fragt euch vielleicht, was haben denn jetzt auf einmal alle mit SteamOS? Es gibt ja wohl etliche Gaming-fokussierte Linux-Distributionen. Was hat SteamOS denn jetzt, was die anderen nicht haben? Ja, und das kann ich euch am besten demonstrieren, indem ich einen PC mit SteamOS drauf boote, wo nur ein Monitor angeschlossen ist, sonst nichts. Ja, wie ihr vielleicht wisst, starten viele Rechner erst gar nicht ohne Tastatur. Da kommt dann diese Fehlermeldung. Das kann man zwar im UEFI einstellen, dass diese Fehlermeldung nicht kommt, aber man braucht ja auch eigentlich immer sowieso eine Tastatur, um sich zum Beispiel einzuloggen in Windows, Linux, macOS. Ja, und SteamOS, das bootet hoch und zeigt dann einfach diese Piktogramme. Das wirkt jetzt erstmal unspektakulär, aber ich kann mir vorstellen, dass damit wirklich jede Person, also auch eine Person, die gar keine Ahnung von Rechnern hat, sofort checkt, aha, okay, da muss ich offenbar irgendeine Maus oder Tastatur oder einen Controller anschließen. Das ist schon mal cool, aber jetzt guck mal hier, jetzt stecke ich da einfach einen Controller rein und zack, geht es sofort los. Das schaltet sofort um, das System fragt einmal kurz nach der Sprache, Zeitzone, WLAN und zeigt mir diesen Steam-Login-QR-Code und dann halte ich mein Handy mit der Steam-App da dran und fertig. Ich kann sofort losspielen. Und ja, so konsolig fühlen sich nicht mal einige echte Konsolen an, weil die ganze Einrichtungsgeschichte halt bei SteamOS, keine Ahnung, ein paar Sekunden dauert und das ist definitiv schneller als zum Beispiel bei der Xbox Series X oder der PS5. Und PCs fühlen sich auf keinen Fall so konsolig an. Also probiert mal ein Windows nur mit einem Game-Controller einzurichten. Ja, wisst ihr Bescheid. Also das ist erstmal eine ganz klare Angelegenheit. Mit SteamOS kann man aus einem PC eine echte PC-Gaming-Konsole machen. Und zwar wirklich richtig einfach. Und auch der Desktop ist echt super, nicht nur für Gaming, hat aber ein paar Einschränkungen, da kommen wir später noch zu. Wo ich allerdings direkt mal kurz kritisch einhaken will, man braucht für SteamOS zwingend einen Steam-Account. Und man muss seine Spiele auch bei Steam gekauft haben. Wenn irgendeine andere Firma als Valve sowas machen würde, dann würden vermutlich viele Leute ziemlich sauer sein und Monopol schreien, aber
es scheint wirklich so, als hätte Valve so einen Sympathiebonus, dass sogar die traditionell, was Monopole angeht, kritischen Open-Source-Leute eben nicht sauer sind. Das liegt vermutlich daran, dass Valve wirklich viel in Linux-Open-Source-Gaming-Themen investiert hat und investiert, allen voran die Windows-Kompatibilitätsschicht Proton, dass ihnen dadurch vieles verziehen wird. Proton kann man ja zum Beispiel auch ohne Steam nutzen. Das geht auch mit Heroic und Lutris. Da haben wir ja schon ein Video drüber gemacht. Aber ganz klare Sache bei SteamOS, das sagt ja auch schon der Name, SteamOS ergibt nur Sinn mit Steam-Account. Und es ist auch so, dass man sich beim ersten Start zwingend einmal einloggen muss. Man kommt da sonst gar nicht weiter. Erst wenn man einmal eingeloggt war, kann man hier einstellen, dass im Menü die Option auftauchen soll, unangemeldet überhaupt auf den Desktop drauf zu kommen. Stellt euch das mal beim anderen Linux vor. Also, dass das ein Hersteller-Account erfordert, um auf den Desktop zu kommen. Ja, also da gäbe es, ich sag mal, ziemlich viel Aufregerpotenzial. Aber ja, Valve kommt damit durch und das wollte ich zumindest einmal gesagt haben. So, und jetzt stimme ich auch schon wieder in die Lobeshymnen ein. Das funktioniert halt alles einfach fantastisch. Also alleine, dass Steam so zuverlässig den Spielstand synchronisiert. Also ich kann erst auf meinem Arbeits-macOS-Rechner irgendwie im Büro eine Runde Mina the Explorer spielen, dann an genau der gleichen Stelle in der Bahn auf dem Steam Deck weitermachen und dann später im Wohnzimmer auf meinem SteamOS-Rechner. Alles gleicher Spielstand. Funktioniert so geschmeidig, das kriegt sonst wirklich kein System so hin. Was ich auch noch gerne erwähnen will, weil ich das so praktisch finde, im Gaming-Modus in SteamOS kann man jederzeit per Controller mit Home-Taste und X dieses Overlay-Menü aktivieren und dann halt sehr schnell und unkompliziert etliche Sachen einstellen. Zum Beispiel die Bildrate einschränken, VRR aktivieren, Skalierungsmodus, HDR, FPS-Anzeige, Lautstärke etc. etc. Hat man sich da einmal dran gewöhnt, dann wundert man sich, wie kompliziert das zum Beispiel bei Windows alles ist. Wie man SteamOS installiert, das zeige ich euch auch. Das kommt ganz am Ende des Videos. Ja, zur Leistung. Wenn ihr euch jetzt fragt, das sind ja alles Windows-Spiele da in Steam. Läuft das nicht langsamer unter SteamOS? Das läuft ja über diese Kompatibilitätsschicht, über dieses Proton. Und die Antwort ist nein. Das kann man so auf keinen Fall sagen. Auf Rechnern, auf denen man SteamOS problemlos installieren kann, also das sind Rechner mit AMD-Grafik, dazu später gleich noch mehr, auf denen laufen Spiele ohne aktiviertes Raytracing ungefähr genauso schnell wie unter Windows. Manchmal auch schneller, wie zum Beispiel Cyberpunk 2077 auf meinem Framework Desktop mit kombinierter GPU und CPU, also mit dem Ryzen AI Max Plus 395. Da habe ich in Windows 11 mit allen Updates, mit aktuellen Treibern im unveränderten Ultra-Preset von Cyberpunk in 1080p Auflösung 96 FPS gemessen. In SteamOS 3.8 waren es 103. Das ist der eingebaute Benchmark, das könnt ihr selbst bei euch zu Hause ausprobieren und nachvollziehen. Diese 7% FPS-Zuwachs in SteamOS, das ist aber auf keinen Fall die Regel, ne? Wir haben vor einigen Wochen sehr viele Messungen mit unterschiedlichen Rechnern, Spielen und Betriebssystemen gemacht. An dieser Stelle kurz Danke an Chris Schepsmeier und trauen uns deshalb zu sagen, dass Spiele unter Windows und Linux mit AMD-Karten und ohne Raytracing ungefähr die gleiche Performance liefern. Im Median waren das so ungefähr 2% Abweichung. Mit Raytracing wird es ein bisschen schlechter unter Linux, aber auch nicht so relevant. Ja, aber bei Nvidia und Intel-Karten, da kann man auch ohne Raytracing ganz grob 20% schlechtere Leistung unter Linux erwarten. Liegt an den Treibern. Ja, und das ist halt auch der Grund, warum SteamOS offiziell immer noch nur für AMD-Grafik unterstützt wird. Will man SteamOS mit einer Nvidia-GPU installieren, dann muss man ein bisschen frickeln und das SteamOS Boot-Image mit diesem GitHub-Tool hier manipulieren. Link ist in der Beschreibung. Das ist allerdings, ja, wie gesagt, frickelig. Interessiert euch das so doll, dass wir dazu ein eigenes Video mal machen sollen? Gerne in die Kommentare schreiben. Naja, das ist hier auf jeden Fall die Hardware, die Valve explizit als kompatibel erwähnt. Also die ganzen Handhelds und AMD Discrete GPUs. Das ist einigermaßen kurios, dass da diskrete AMD-GPUs erwähnt sind, weil ich ja schon erwähnt habe, dass ich auf dem AMD Ryzen AI Max Plus 359, also einer APU, keine diskrete GPU, extrem gute FPS-Werte ermittelt habe. Bessere als unter Windows und das einfach wirklich fantastisch lief auf dem System. Aber okay, Valve stapelt traditionell eher
tief als hoch. Hier ist einmal Keno aus der Zukunft. Mich hat dann doch zu doll interessiert, ob ich die SteamOS Geschwindigkeitsvorteile gegenüber Windows auch auf einem Rechner mit dedizierter Grafikkarte nachvollziehen kann. Und deshalb habe ich auch nochmal auf einem System mit AMD RX 9060 XT ein paar Benchmarks gemacht. Resultat: Bei Nicht-Raytracing-Messungen sind die Werte ungefähr gleich auf, also nicht spürbar, maximal 5% Unterschied, aber zugunsten Windows. Aber bei Raytracing bricht es ein. Falls euch Linux-Benchmarks sehr interessieren, da kann ich euch echt die Artikel bei den Kollegen von PC Games Hardware empfehlen. Die veröffentlichen regelmäßig interessante Messergebnisse. Wir wollen das in Zukunft auch mehr machen, aber es ist echt viel Arbeit. Ja, und ich hatte ja anfangs gesagt, dass Linus Tech Tips, also der YouTube-Channel mit dem Privatjet, dass die SteamOS bzw. die Steam Machine als Desktop-PC empfehlen. Und ja, das funktioniert wirklich erstaunlich gut mit SteamOS. Das hatten wir hier auf dem Channel mit dem Steam Deck schon vor über 4 Jahren ausführlich ausprobiert. Um in diesen Desktop-Modus zu kommen, muss man allerdings etwas unintuitiv im normalen SteamOS-Menü auf Ein-Aus gehen und dann auf zum Desktop wechseln. Und dann startet der Desktop-Modus. Für die Superchecker-Linuxer unter euch, der Standard-SteamOS-Modus nutzt den Compositor GameScope im Steam Big Picture-Modus. Der Desktop-Modus nutzt den Compositor Wayland mit KDE Plasma. Man kann auch im Desktop-Modus in Steam Spiele spielen. Wir haben keine relevanten FPS-Unterschiede zwischen Gaming und Desktop-Modus messen können. Also, der Desktop-Modus. Da hat Valve eine ganz klare Entscheidung getroffen, die SteamOS von den meisten Linuxen unterscheidet und die man unbedingt wissen sollte, wenn man vorhat, den Desktop-Modus viel zu verwenden. Erstens, man kann Software im Prinzip nur als Flatpak installieren. Flatpak, das ist dieses System, was Softwarepakete isoliert vom Rest ausführen kann. Es ist recht elegant, weil das alles über die grafische Discover-Oberfläche geht, App-Auswahl und Installation. Das ist also quasi der App Store, aber es gibt halt einfach nicht alles als Flatpak. Obwohl SteamOS auf Arch Linux basiert, kann man nichts mit dem Standard Arch Installer Pacman installieren. Und zwar wegen der Entscheidung Nummer 2, man kann im Systembereich des Linux-Dateisystems nicht schreiben, wo halt Pacman Sachen installieren würde. Also man kann da schon schreiben, wenn man den Schreibschutz aufhebt, aber nur temporär, denn nach einem Reboot ist das alles wieder weg und alles ist wieder wie vorher. Das nennt sich Immutable Linux und das macht nicht nur SteamOS, da gibt es noch etliche andere, zum Beispiel Bazzite, NixOS oder die Fedora Atomic Desktops. Bei SteamOS funktioniert das konkret so, dass die schreibgeschützten Systempartitionen doppelt vorhanden sind. Updates werden dann immer in der gerade nicht aktiven Systempartition eingespielt und beim Reboot dann von der geupdateten Partition gebootet. Nur das Home-Verzeichnis, das gibt es nur einmal und ist nicht schreibgeschützt und da werden dann nicht nur die selbst erstellten Dateien drin gespeichert, die man so macht, sondern auch die über Flatpak installierten Programme. Und ja, es gibt auch so Tricks wie Distrobox, um Dinge außerhalb von Flatpak zu installieren in SteamOS, aber das würde ich jetzt mal als Spezialfall abtun, weil es doch ein bisschen frickelig ist. Ja, und viele von euch werden das nervig finden. Ich auch ein bisschen, weil ich halt auch schon manchmal Software nutzen will, die es nicht als Flatpak gibt. Zum Beispiel Olama. Aber wenn man ein System haben will, was immer 100% solide läuft, dann ist diese Beschränkung schon eine nachvollziehbare Entscheidung. Das leuchtet mir schon ein. Aber man muss das halt vorher wissen und man kann aber auch zur Not dann halt sowas wie Distrobox benutzen. Das hat bei mir mit Olama ganz gut funktioniert. Was ich auch gut finde, weil Valve ja offenbar davon ausgeht, dass die meisten Leute das Ding als Spielkonsole benutzen, ist im Desktop SteamOS fast nichts vorinstalliert. Sogar der Browser nicht. Da ist zwar ein Quickstart-Icon zu sehen, aber Firefox installiert sich dann erst, wenn man da das erste Mal drauf drückt. Ja, und was man Valve auch lassen muss, das Ding fühlt sich insgesamt wirklich richtig stromlinienförmig an. Man merkt einfach, dass da viel Feinarbeit drin steckt. Zum Beispiel, dass man auch den Desktop mit dem Controller steuern kann. Zum Beispiel die Tastatur einblenden mit Action-Taste plus X. Die anderen schönen Sachen, über die sich Leute mit Windows-Vergangenheit freuen, sind fast alle dem Team von KDE Plasma zu verdanken. Das nutzt SteamOS nämlich, wie gesagt, als Desktop-Umgebung. Also sowas wie, dass der Mauszeiger größer wird, wenn man an der Maus wackelt, dass die Fenster extrem schön intuitiv einrasten und ja, das ist alles sehr einfach und unnervig. Und habe ich die wunderbaren Animationen schon erwähnt?
Herrlich. Also, wenn euch folgende Sachen klar sind und ihr die gut findet, dann ist SteamOS für euch wahrscheinlich echt fantastisch geeignet. Wenn ihr einen AMD-Grafikchip habt, wenn ihr nur Steam-Spiele spielen wollt, wenn ihr den PC als Spielkonsole betreiben wollt, zum Beispiel im Wohnzimmer, oder alternativ, wenn ihr einen Linux-Desktop wollt, der extrem einfach zu bedienen ist und quasi unkaputtbar ist und ihr alles Software, die ihr haben wollt, als Flatpak in Discover findet, und wenn ihr auf dem Computer nichts anderes booten wollt, dann ist SteamOS für euch richtig gut geeignet. Wenn ihr dagegen ein flexibleres Linux haben wollt, was auch noch mehr auf Leistung getrimmt ist, dann empfehle ich euch nach wie vor CachyOS oder etwas konservativer Linux Mint oder Zorin. Und wenn ihr sowas wie SteamOS wollt, aber out of the box Nvidia oder Intel Hardware nutzen wollt, dann guckt euch Bazzite an. Das ist quasi ein SteamOS-Klon, das ist auch immutable, aber halt mit mehr Hardware-Unterstützung. So, und jetzt noch kurz, wie man das installiert. Ihr holt euch das offizielle SteamOS-Image hier, Link ist in der Beschreibung. Das schreibt ihr auf einen USB-Stick und Achtung, das geht nicht mit Ventoy, weil das ein recht komplexes Image ist mit vielen Partitionen. Unter Windows habe ich Rufus verwendet zum USB-Stick beschreiben, unter macOS und Linux empfiehlt Valve Balena Etcher. Ja, und wenn ihr es gemacht habt, bootet ihr von dem USB-Stick, muss man eventuell im UEFI einstellen, dass ihr von USB-Stick booten wollt. Da kommt ihr mit Entfernen, F2 oder F10 rein und da könnt ihr dann auch gleich Secure Boot deaktivieren, falls ihr das noch nicht habt. Das müsst ihr nämlich auch. Ja, und dann kommt ihr nach dem Booten auf diesen Desktop und ihr könnt auf Wipe Device and Install SteamOS klicken und Achtung, das ist tatsächlich relativ aggressiv und plättet euch den kompletten Rechner. Das ist also nicht so mit vorher noch ein bisschen Partitionen aussuchen oder so. Nee, das nimmt den Rechner komplett in Beschlag. Soll ja auch sowas wie eine Konsole sein und eine Konsole hat ja auch kein Dual Boot. Und dann könnt ihr lossteamen. Ja, was meint ihr? Jetzt als nächstes mal ein Video zu SteamOS auf Nvidia oder ein Video über Bazzite oder doch über NixOS. Gerne in die Kommentare schreiben, gerne unseren Podcast 4004 hören. Tschüss.